Brüssel und Straßburg als europäische Hauptstädte wollen aus jungen Menschen Europäern machen. Alle Teilnehmer, die aus dem Leonardo-Programm rauskommen, sind pro Europa eingestellt, arbeiten anschließend in Europa oder versuchen in Deutschland mit europäischen Organisationen und Firmen Kontakte zu schließen und dort Geschäfte zu machen. Ich habe meine Lehre gerade erst abgeschlossen und wollte dann halt mal raus. Ich habe gar keine Erwartung gehabt. I studied business management. Ich war in Deutschland arbeitslos. Das passt ja wieder wie Arsch auf Eimer. Sorry? Also das ist eigentlich ziemlich normal. Ja, das sollten wir jetzt im Kopf machen. So just in summary, a Leonardo program is about a period of study in the school combined with another period of experience in a workplace in Britain. So they learn English initially and then learn more about British culture, the British way of life, the British working life. My expectations are, since I've just graduated from university, I have no work experiences at all. So I just want to learn how work life in this organic branch can be. And of course I want to gain some knowledge and skills and experiences, and just to make it easier for me to understand what I can expect from my further work life. Also in England gibt es ungefähr 10 Firmen, die Bronze noch, die das so machen wie Andrew und Robin. Normalerweise lassen die keinen in die Firma rein, also so wie ich, dass ich jetzt hier ein Praktikum machen kann, weil der Bronzekurs ist halt ein sehr, sehr traditionelles Verfahren und da hat halt jeder so seine eigenen Tricks und Kniffe und viele Firmen sagen halt, das ist unser Geheimnis und frag mich bloß nichts, und die wollen das halt top secret halten und lassen da lieber keinen rein. Actually, it was because Christine walked in with her teacher, walked in the door and said, I would like to do some work experience. Ich zeige denen dafür, wie man was in Stein arbeitet. So it's really interesting seeing another skill, traditional skill, going alongside ours. Ja, einfach dieses beiderseitige Lernen, das finde ich ganz toll. It takes effort on our part as well, because there's time involved, but I think in this instance anyway, we've got a lot back from it as well. Ich habe in Deutschland 6 Jahre als Steinmetzin gearbeitet, habe dann Ende letzten Jahres mein Studium zur Gestalterin im Handwerk beendet. Ja, und danach ist im Prinzip im Moment für mich so ein Wendepunkt in meinem Leben. Also ich muss mich halt einfach neu orientieren und gucken, wie es weitergeht, und dafür ist es meistens ziemlich gut, einfach mal rauszugehen aus dem Alltag. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach ganz offen sein. Und ganz wichtig, sich darauf einlassen, in einer Host Family zu wohnen, den ganzen Tag Englisch zu sprechen. Pleasant, always there, willing to help. Ich finde es wahnsinnig, wie schnell ich das englische Leben eigentlich hier so übernommen habe und wie heimisch ich mich hier fühle. And very capable, very practical. Very enjoyable. Für mich war es eine gute Chance, hierher zu kommen. The impression I got so far is that they are far behind our status or level, but it seems they are very concerned and they are doing quite a lot about it. So I think it can be a good place.
He's entertaining, he's conscientious, works particularly hard. Very intelligent and diligent about what he does. What? Ich bin Philipp Böhl, bin 20 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart und bin Industriemechaniker gelernter. We make oceanographic and hydrometric survey equipment, which is used for ocean surveys, for oil exploration and for hydrographic surveys and this sort of thing. Also meine alte Firma hätte mich auf jeden Fall wieder genommen. Hat auch einen super Job da. Bloß die Aussichten später mal sind halt schlecht. Ich hätte jetzt noch vielleicht 2-3 Jahre bei der Firma arbeiten können, aber danach ist die ganze Firma nach Polen verlagert und dann hätte ich mir irgendwo anders einen Job suchen müssen. We work with the Leonardo da Vinci project purely and simply because we get the students who are able to help us in what we do here as a business, and we also feel that we're helping the students to develop their English and their skills with interacting with people and staff here. Generally the level of English of all the students has been very good. Ein bisschen Englisch kann ja jeder wahrscheinlich so. No, we get on well with everyone and it makes it entertaining trying to communicate. Ja, ich werde Berufskolleg besuchen nochmal ein Jahr und dann wahrscheinlich Fahrzeug- oder Maschinenbau studieren. Entweder in Stuttgart oder in Heilbronn. Mal sehen. Und dann vielleicht wieder ins Ausland gehen, weil jetzt habe ich mich mal ein bisschen hier eingelebt auch und gesehen, dass es eigentlich ganz einfach ist, jetzt im Ausland auch zurechtzufinden, sich egal. Und ein bisschen Englisch kann ich jetzt auch. Vegetable, not vegetable. Very violent. The schwa sound in the middle here. Vegetable. Vegetable. No, vegetable. Vegetable. This is an English lesson. Ja, ich bin Ansgar Behrens, komme aus Garrel bei Oldenburg, Bremen, die Ecke. Bin 20 Jahre alt und bin Maurer. Ich habe meine Lehre gerade erst abgeschlossen und wollte dann halt mal raus. Und habe mich dann im Internet über Auslandspraktika informiert. Ich habe im Prinzip gekündigt und um für 3 Monate hierher zu fahren, dann haben wir das also so selber ein bisschen erspart. Dann. 3 Monate ist ja auch noch kein Jahr. Das ist ja, die anderen Angebote sind ja oft über ein Jahr und halt 3 Monate ist ja halt ganz bequem. Gerade mit dem Sprachkurs die ersten 4 Wochen und dann 8 Wochen, das geht blitzschnell dann vorbei die Zeit. Ich komme um 8 Uhr hierher, dann klären wir meist einmal mit den Arbeitskollegen, was am Tag geschafft werden soll, was der Plan ist. Ja, dann fangen wir an zu arbeiten und ja, teilweise kriege ich eigene Aufgaben, mache dann, fange an zu mauern. He told us he was a trained bricklayer in his CV and that turns out to be true. Die sind hier ein bisschen hinterher, wenn ich das mal sagen darf. He's built some of these walls. Gerade hier die kleinen Betriebe, die übernehmen halt alles. Und das ist im Prinzip ein Anbau. Wir haben hier einen großen Teil abgebrochen. And we all do the easy jobs, we all do the hard jobs. Oder auch ein bisschen lästiges halt, dass wir 3 verschiedene Level hier eingebaut haben. So he's been doing a fair bit of block work for us, doing groundworks. He's a big, strong guy. I don't think that a student will learn a lot of new skills in 2 months. It's a short period of time. Ansgar will have seen what a building site is like in England. Maybe that's different to the way things are in Germany. I think probably the best
thing that he'll be learning is improving his language. Ja, ganze Menge. Hauptsächlich Fachwörter. Ne? Von Brick bis Block bis Mortar bis verschiedene Werkzeuge. Da kommt eine ganze Menge zusammen. But he's been very good for us. His English is good. He gets along well with everyone. Ich mache die Fachhochschule im Sommer und da werde ich das, denke ich, nochmal ein bisschen gebrauchen können, dieses Fach Englisch. He understands the English sense of humor and can joke with everyone else. Und wer weiß, wenn ich irgendwann mit ausländischen Partnern zusammenarbeite. And does a good day's work, so we've been very pleased with him. Yes, of course. In the background you can see Isabel being interviewed for a work placement at the Riverford Organic Farm. Isabel's been at the school for 4 weeks studying English. She then goes on to do 8 weeks work experience in a placement, for example here at Riverford. Pardon? She's very hardworking, very enthusiastic, and she actually got a job offer. So that's and she's taken that. So she will stay with us till the end of the year, and maybe longer. Ich war in Deutschland arbeitslos, ja, und hatte einfach nichts zu tun. Ich saß auch den ganzen Tag zu Hause rum und habe nichts getan. Außer halt ab und zu mal Bewerbungen geschrieben oder sowas. Und das ist halt nicht viel an einem ganzen Tag, der 24 Stunden hat. Ja, ich bin Liana, bin 24 Jahre alt. Ja, bin jetzt hier in England für 3 Monate. We want to give people the opportunity to get an experience of our place. Ja, und deswegen habe ich gedacht, machen wir das doch einfach mal. Ich lerne ein bisschen Englisch, lerne nette Leute kennen, ja, und gehe einfach mal von meinen Eltern weg, so, weil ich eigentlich nie von meinen Eltern weg war. We've got the shop and the mail order. Sometimes if the language is not kind of there yet, then we have people can work more in the back. We've got mail order. They can deal with the mail and the picking and packing the parcel. When the English improves, I can do things in the shop or can do things on computers. Ich bin Single, ich bin jung, warum nicht? Why not? Okay. For the post office stuff, you could start it, but it's not no rush. I will be back by then, but I would start with the sealing up and then just see. Okay. Yeah. Okay. Because the shop might be quite busy. It might be that Julia helps you. Meine Eltern freuen sich für mich. Die sagen, kommt das Gleiche raus, ob du in Deutschland oder hier arbeitest. Und wenn du hier glücklich bist und deine Arbeit hast, die für dich leicht ist und die dir Spaß macht, dann bleib doch da und wir unterstützen dich. The impression I get from her, I think she's enjoying it here and she's a good part of the team, and yeah, it's nice to have her here. Well, we do of course get the CV, the European format CV of each student coming to us in advance of their arrival. We study that and we make an initial assessment of where the work placement should be. We do wait, however, until the student actually comes to the school, because face to face we can make a much better assessment, taking into account personality, taking into account language capability, especially speaking and listening. Some people may want to be face to face with the public, for example, others may not. So we wait until they actually arrive before we allocate the final places to them. Ja, ich bin der Clemens Wendland, komme aus dem Raum südlich von Hamburg, bin gelernter Maurer und habe meine letzte Woche hier in Totnes jetzt gerade. I'm very happy with our progress that we've made. They're excellent students. Die ersten Wochen, die Zeit, die ist hier gerannt. Unglaublich. Die ist so gelaufen, weil es einfach Spaß gebracht hat. Rich? I think it's nice. It's a nice mutual exchange of cultures, and people get to know each other, understand a bit more about the different country, and
So, you know, it's good. Should be happening more, I think, really. Hi. Hello. Hi. How are you? Hi, okay, how was school today? Oh no, sorry, how was work? Good, very fine. Not too too- bad. You're not too tired? No. Oh, good. Sind beim Arbeiten viel entspannter. We have a good fun. We have a good laugh. Kellen sind anders als bei uns. Kleiner, manchmal sind sie auch sehr viel größer. No, we have no problems at all. Wenn Probleme auftauchen, habe ich hier festgestellt, dass sie da viel relaxter mit umgehen. And what do you do? I'm doing vegetarian Yes, mushroom yes. burgers and English broad beans, Yes. purple sprouting broccoli, Yes. potato and carrots. Okay, For your nice. special meal. Yes, thanks. Thanks. Ja, ich habe gehofft, dass ich mein Englisch hier halt doch verbessern kann und damit meine Chancen halt auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Nicht unbedingt in Deutschland, aber zu sagen, ich kann nach Norwegen gehen, ich kann nach Dänemark gehen. We spoke English all the time. Well, I think it's really nice having foreign students. Of course, everyone's individual and it all depends on who you get. I mean, not everyone is as easygoing as Clement is. I mean, I had a girl last year who was sweet, but she was a bit lost and didn't seem to know what to do a lot of the time. And so it took a lot more time to make her feel at home. Also es gibt Kontakte zwischen den Arbeitsämtern von Norwegen und Deutschland und dort werden die Handwerker vermittelt. Das wird mein nächster Schritt wahrscheinlich zu Hause sein. Clem has been very helpful and very knowledgeable. And some people are very fussy about, you know, the house and everything. But most people like it here and they get on with me and my two grown-up sons who come around quite a lot, and Martin. And I like that international feeling, to be honest. Well, what we do is we don't make over-the-top promises to any student. Inevitably, if a student comes with very high expectations, then they may be disappointed. They are not going to walk into a director's job, a manager's job, or something like that. But what we do try to do is to get them into a job which is totally within their own capabilities and their discipline. Ich habe mir gesagt, so, das hast du schon immer machen wollen und das ist jetzt deine Chance und wenn du es jetzt nicht packst, dann vergisst du es einfach. Dann